Willkommen, Schwester. Ich bin hier Simon Rita und ich bin hier im Steierberg im Lebensgarten und freue mich sehr, sehr, sehr heute hier zu sein mit Katrin Irene. Und es wird ein ganz außergewöhnliches Gespräch. Ihr werdet schon hören, weil Katrin ist schon so lange eine Hüterin des Tempels. Und das einfach den Weg, den du gegangen bist und immer noch die Fackel trägst, dafür ehre und feiere ich dich sehr. Und natürlich möchte ich gerne von dir erfahren, was du damals, Hammer, Damals. wie, ja, ein bisschen von deiner Geschichte hören. Und wie hast du in den Kreis gefunden? Wie hast du Shamili kennengelernt? Ja, also dem Kennenlernen vorausgegangen ist die Tatsache, dass Jamali hier im Lebensgarten ihr Buch vorgestellt hat, bei uns im Saal. Und eine Nachbarin, ich selber war nicht da, ich habe entweder nicht erfahren von der Veranstaltung oder hatte keine Zeit zu kommen, das weiß ich gar nicht mehr. Aber eine Nachbarin hatte dann von ihr das Buch gekauft und hat eine Weile danach mir das geschenkt. Und dann war ich im Oktober 2009 in Köln auf dem Frauentag. Da war erst ein Vortrag von Eva Maria zur Horst Mm. und dann kam Chameli. Und es lagen dann Zettel aus, wo man sich anmelden konnte gleich zum Training für Tempelmütter und das habe ich gleich gemacht. Ich habe Ah, mich sofort angemeldet. Also im Oktober war dieser Vortrag und ich glaube Ende November, Anfang Dezember war diese Ausbildung im Jonathan. also du hattest zuerst das Buch gelesen. Ja, Ich werde dann auch hier in der Beschreibung, also dieses Buch kommt dir näher, heißt dieses Buch. Ich kann das hier in der Beschreibung auch aufführen, falls du das auch lesen möchtest. kann ich sehr empfehlen. Und das hatte ich dann zu diesem Vortrag und zu Shamali und dann hast du das Tempeltraining gemacht. Wusstest du dann da schon, dass du Tempelgruppen leiten möchtest oder hast du einfach die nächste Möglichkeit ergriffen, im Kreis zu sein? Es war sofort das Gefühl, das ist das, was hier fehlt. Ah, Das brauchen wir. ja. Mhm. Und ich bin jemand, der einfach eher so seinen Impulsen folgt. Mhm. Und hinterher merke ich erst, wofür es gut war oft. Mhm. Ganz spannend. Also ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Das war einfach so, oh, das muss ich tun und ich habe es gemacht. Ne? Und kannst du dich noch erinnern an diesen Moment, wo du da im Training warst? Was hat es mit Mhm. dir gemacht? Wie hat es sich angefühlt? Ja, ich habe gemerkt, also mir ist ich stamme so aus, habe ich ja auch schon erzählt, ich stamme aus einer Generation, in der dieses sich selber spüren irgendwie gar keine, das war keine Qualität und es war auch eigentlich eher lästig. Es ging eher darum, auf eine bestimmte Weise zu Mhm. funktionieren Mhm. und seine Sachen zu machen. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, das war ersten oder zweiten 9-Monats-Programm, dass ich dann irgendwie so am dritten, vierten Tag dachte, ach, muss ich mich wieder spüren. Ja? Also, da muss man auch dazu sagen, dass sich im Laufe eines Lebens ja auch dann viele Dinge ansammeln, die zu fühlen gar nicht so schön ist. Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube, dass viele aus meiner Generation viele Ersatzhandlungen begehen den lieben langen Tag, um sich nicht zu spüren. Vielleicht auch von den jüngeren Frauen, ich weiß es nicht, aber also bei denen aus meiner Generation erlebe ich das. Mhm. Ne? Ja, ich kann mir auch vorstellen, auch, wir hatten auch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, auch, dass das ganze Vermächtnis natürlich auch hier in diesem Land. Unbedingt, ja. Genau. Hm. Ja. Ja, und es ist auch so, also gestern Abend zum Beispiel nach diesem wunderbaren Tempelabend, da, da ging mir das auch so, dass ich mich ganz seltsam fühlte und nicht beschreiben konnte, was das für ein Gefühl ist. Also ich Ah. hätte es nicht benennen können. Mhm. Also ich bin da wirklich ganz am Anfang noch auf diesem Weg, ne? Mich selber wahrzunehmen überhaupt.
Und genau, das möchte ich euch auch erzählen, liebe Schwestern. Jetzt gucke ich mal auf das grüne Licht. Da sind Schwestern CDE mindestens. Das ist so wunderschön, Simon Rita am eigenen Platz zu haben, weil das ist das, was ich gemerkt habe. Wenn ich den Tempel öffne, ich kann ja immer nur den Rahmen anbieten, den ich selber habe. Hm. Und du hast einen ganz anderen Rahmen, natürlich einen viel größeren Rahmen. Und das am eigenen Platz zu haben, das schafft eine Verbindung zwischen den Welten. Das hat mich sehr, sehr berührt. Das war total schön. Hier am Ort, wo ich meinen Alltag habe und wo ich auch aus meinem Alltag raus abends in den Tempel gegangen bin, beziehungsweise den Raum vorbereitet habe. Ja, das hat noch eine neue Tür geöffnet. Ist was ganz Großartiges. Ist echt schön. Ja. Ja, sonst bin ich zu dir gefahren ins Wendland oder nach Hamburg oder zu Chameli oder ans Jonathan. Und es war wie in eine andere Welt zu gehen. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgekommen in meine Welt, habe versucht, das, was ich gelernt habe, was ich praktiziert habe, ein bisschen zu halten. Und im Alltag verleppert es dann wieder. Ne? Und hier habe ich plötzlich eine Schnittmenge zwischen den Welten gehabt. Das war schön. Hab sie noch. Das ist total schön. Ja. Das ist auch das, was ich gerade so erfahre, wenn ich von Schwester zu Schwester zu Schwester gehe. Und ja, und dann es kommt näher zusammen. Es ist so ein lebendiges Verweben. Es Genau. wird richtig kraftvoll und stark. Oder wir haben ja auch schon in den Vorbereitungen, wo wir seit Dezember ja immer wieder zusammenkommen, da war das auch schon so spürbar, ähm, wie diese Verbindungen verstärkt werden und lebendig sind Ja. oder belebt werden, Ja. indem dass wir uns begegnen und tun. Mhm. Und auch da in deiner einfach eingeladen zu sein, ist wunderschön hier, so wie du lebst und was du dir hier auch aufgebaut hast. Also du bist ja auch eine Mitgründerin und das ist ja, also was du alles kannst und tust. Vielleicht magst du auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Du bist ja auch Heilpraktikerin und die Tempelarbeit, deine Arbeit im Tempel, das verwebt sich ja auch mit deinem ganzen Leben. Mhm. Und das ist ja auch immer, davon sprechen wir ja auch. Wir kommen zusammen, wir praktizieren und dann ist es wie ein Üben und dann gehen wir wieder in unsere Leben und dann kommen wir wieder zusammen. Und du machst das so, so lange schon und bist da auch so ein Vorbild für mich. Weißt du, dass diese Integrität und Klarheit und Loyalität, das heißt ja nicht, dass es immer einfach ist. Magst du uns da ein bisschen erzählen davon? Ja, was ich für mich rausgefunden habe, ist, dass das, was ich gelernt habe, also die Medizin, was ich seit 40 Jahren praktiziere, dass das eher das Gegenteil ist von dem, was ich im Tempel lerne. Nämlich, dass Menschen tatsächlich zu mir kommen mit dem Auftrag, hier, mach mich gesund. Gib mir das richtige Kügelchen, repariere mich. So, und dann sitze ich im Tempel und dann steht im Manifest, ich werde dich nicht reparieren. Aha. Ja, das ist wirklich ein Erüben. Und genau diese Praxis aus dem Tempel, die fließt immer mehr in meine Arbeit ein. Immer mehr, dass ich wirklich auch das wirklich auch dem Patienten sage, ich kann dich nicht reparieren. Das ist nicht meins. Du hast die Weisheit für deine Gesundheit und dein Körper weiß, nicht ich. Ich kann mir das Ganze von außen angucken, ich kann dir Vorschläge machen und ich kann dir vielleicht medizinische Zusammenhänge erklären, aber mehr kann ich gar nicht tun. Ja? Ich kann dich ein bisschen unterstützen darin und versuchen, dir die Angst zu nehmen vor den Prozessen in deinem Körper. Ja? Aber eigentlich ist mein Job eher den Menschen zurückzuführen die Weisheit des eigenen Körpers zu verstehen und zu respektieren und zu achten und zu nutzen für die Heilung. Oh, ist das schön. Ja, also das ist eine schöne, ganz, ganz schöne Aufgabe, finde ich. Also ich kann mir eigentlich nichts Interessanteres vorstellen.
zu tun. Mhm. Etwas, was ich an dir total mag und auch sehr ehre, da ist so, ähm, du bist so ein Vorbild, wie ich alt werden möchte. Nicht nur, weil du wunderschön bist und so viel Licht aus dir strahlt, da ist so eine tiefe Bereitschaft und eine Offenheit und eine Neugierde auf das Leben. Und Ja. da ist etwas, was du dir bewahrt hast. Ja. Und das kannst du uns da das ein bisschen verraten? Weißt du, wie hütest du diese Flamme in dir? Ja, ich bin viel in der Natur Hm. und ich bin tatsächlich wenig mit Medien. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil. So, es ist mehr so im direkten Kontakt mit Mutter Natur, Mutter Erde, mit den Tieren, ja. Mhm. Ähm, das, ähm, das führt mich immer wieder zurück zu dem, was wirklich wahr ist. Mhm. Und ich merke das auch. Also ich weiß nicht, zum Beispiel, die, es gibt hier ja im Lebensgarten gibt es ja so 3-mal im Monat Kino, ausgewählte Filme, richtig ausgewählte Filme. Und manchmal gehe ich dahin und dann komme ich abends aus dem Raum, war ein toller Film, hat mich interessiert und dann komme ich raus und dann spüre ich den Wind im Gesicht und dann sehe ich den Sternenhimmel über mir und dann frage ich mich, warum habe ich eigentlich diesen Film angeguckt? Mhm. Ja. Mhm. Wenn du, wenn du etwas sagen könntest an die jüngere Generation oder auch an mich und an die jüngeren Frauen, weißt du, so rückblickend auch auf dein Leben, was würdest du uns, was möchtest du uns sagen? Puh, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem, wer da gerade sitzt. Mhm. Das, Vielleicht können wir so ein bisschen eingrenzen und zwar darauf, weißt du, oft ist es ja auch so, wenn alles rund läuft, ist es ja einfach. ja, Weißt du dann, ja, oh, ich bin so geführt und gesegnet und ja, alles ist im Fluss. genau. Und dann, wenn die Herausforderungen, wenn das Leben uns die Herausforderungen schenkt, ähm, dann ist es ja oft nicht einfach. Und wie gehen wir jetzt damit um? Oder dann stellen wir uns selbst in Frage. Hm. Oder dann stellen wir plötzlich alles in Frage. Und ich erlebe dich so, da ist so eine tiefe Integrität in dir und diese tiefe Anbindung an das Wissen und auch die Bereitschaft mit, ähm, mit dem Unbequemen so zu Hm. sein, eine Hm. Widerstandsfähigkeit, die du Hm. entwickelt hast. Vielleicht kannst du uns da ein paar Tipps geben oder da etwas sagen, was, weißt du, was ist es denn oder was ist das, was du für dich gelernt hast? Also für mich ist tatsächlich das Wichtigste die Natur. Ich habe das übrigens bei meiner Tochter auch erlebt, ne? Wenn die von einer Flugreise zurückkam und im Jetlag war, dann hat die sich im Garten flach auf die Erde gelegt. Mm, mhm, Dann hat die einfach eine halbe Stunde da gelegen und hat die Energie von Mutter Erde aufgenommen und das, was sie da in der Luft so durcheinander gebracht hat, abfließen lassen. Und dann war ah, sie wieder ganz bei sich. mm, Und das ist, glaube ich, was wir viel mehr nutzen sollten. Also diese, ich sag mal, diese natürliche Welt, in die immer wieder zurückzufinden. mm, Äh, aus der künstlichen Welt, in der wir ganz viel leben. mhm, Und das sind ja nicht nur die Medien, das ist ja auch zum Beispiel, ich merke das, also wir haben hier im Haus unser Schlafzimmer im 1. Stock und es geht mir öfter so, dass ich da überhaupt nicht schlafen kann. Und dann gehe ich raus und dann gehe ich in mein Hobbithaus und liege auf Mutter Erde und da kann ich schlafen. mm, Und mittlerweile gibt es ja, ich laufe ja auch viel barfuß und mittlerweile gibt es tatsächlich sogar wissenschaftliche Untersuchungen darüber,
dass beim Barfußlaufen übermäßige Spannung aus dem Körper in die Erde abfließt. Ja? Und ich glaube, dass diese Abtrennung von Mutter Erde, dass das unser größtes Problem ist. Mhm. Das ist total schön. Ich mag das auch. Ich gehe auch barfuß, also Schuhe anziehen. Und es sind eigentlich ganz einfache Dinge, an die wir Genau, uns einfach wieder erinnern genau, müssen. Ja, genau. mit der Erde zu sein und uns auch das, was wir gestern eben praktiziert haben im Tempel, wenn wir mit der lebenden Göttin praktizieren, das ist ja, das ist ja alles auch in uns. Wir sind ja aus ihrem Körper gemacht. Wir wissen, etwas in uns weiß ja. Ja, Ja, und genau, genau. manchmal ist es auch so, wie ich das erfahre, also die Prozesse, oder wir haben auch vom Kompost gesprochen, und das braucht einfach seine Zeit. Und das ist manchmal gar So nicht ist so es. einfach, diese So ist es. Geduld. Ja, das ist ein schönes Beispiel, wie das heutzutage mit Schwangerschaften gehandhabt wird. Ne? Da wird einmal im Monat erstmal reingeguckt mit Ultraschall, ja, egal wie es fürs Baby ist. Es muss immer wieder alles überprüft werden so. Und wenn die Frau überträgt, also ich empfehle ja mittlerweile meinen Patientinnen ein falsches Datum anzugeben, ne? Damit sie nicht, wenn das Kind länger braucht, sie ständig untersucht werden und ständig ins Krankenhaus müssen und solche Sachen. Ne? Ja, so dieser Drang, alles in ein System So. einzupassen. Und jeden Prozess überwachen zu müssen. Mhm. So, statt ihn der Weisheit zu überlassen, auch der Weisheit des Körpers zu überlassen. Mhm. Ja, ich erinnere mich daran, wo ich schwanger war mit meiner ersten Tochter. Und da war ich auch total überwältigt von all diesen Ratschlägen und was man tun muss. Ich war ja auch keine junge Mutter und einfach. Und ich erinnere mich an diesen Moment. Und es war alles, ich, ich wusste nicht. Und ich stand da und habe so geguckt und habe die Menschen gesehen. Und dann habe ich so, da muss doch irgendetwas in mir sein, das weiß, wie das geht. Weil die Genau, Menschheit hat ja überlebt. so Also, ist es. Genau. und dieser Moment, da muss was in mir sein. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, Ja, was ist es denn in mir? ja, Und habe nicht mehr zugehört. gut. Ja, Genau. ja. Und da ist die Weisheit, genau da. Mhm. Und deshalb ist das auch so schwer, immer so zu anderen Menschen zu gehen und um Rat zu fragen. Oder, also wir leben ja in einer Gesellschaft, in der das so normal geworden ist, wegen jedem, wirklich wegen jedem Pup zu googeln. Mhm. Ja? Statt, gibt so ein schönes Buch von Briefe an einen jungen Dichter. Kennst du das? Nee. Das sind der Rainer Maria Rilke, der hatte also ein junger Dichter, schrieb ihm immer so, schickte ihm immer seine Werke, die sollte er dann kommentieren. Und dann ist aber dieser junge Dichter hat den Rilke immer mehr als Lebensberater gewählt und hat ihm immer mehr so Ratschläge fürs Leben gegeben. Und diese Briefe von Rilke an diesen jungen Dichter, die sind in dem Buch gesammelt. Und da ist ein Brief dabei, da schreibt er: Ich muss Sie bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen Mhm. und die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben oder wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Mhm. Leben Sie jetzt die Fragen, dann leben Sie vielleicht eines fernen Tages in die Antwort hinein. Und das finde ich ungeheuerlich. Und da auch nochmal klar zu werden darüber, was eine Antwort zu finden früher für einen Prozess war. Aha. Und da haben wir heute diese Abkürzung, die uns aber nichts nützen. Weil Und es nicht unsere Antworten ja, sind. ja, und auch weil das Fragen an sich ist ja auch ein wichtiger Prozess. Ja, überhaupt erstmal die richtige Frage zu finden. Ja, und dann damit zu sein. Ja, genau. Und dann das Genau. öffnet ja dann Genau. überhaupt, dass die Antworten kommen Genau. können. Ja. Und das ist wie eine Schwangerschaft. Mhm. Genau Mhm. das. Mhm. Mhm. Ja. Hm. Wenn du deinen Tempel, den du hier hast, und ich werde auch
in den Beschreibungen schreiben, also Katrin Irene hat keine Webseite. Nein. Also der Tempel hier ist in Steierberg, also wenn du in der Nähe bist, du kannst sie kontaktieren über ihre E-Mail-Adresse. Ich werde die E-Mail-Adresse aufführen. Und das war auch, ich finde das so schön, dass du einfach da bleibst, wo deine Freude ist. Und auch in den Vorbereitungen, wir haben uns ja in den Tempelhüterinnen regelmäßig getroffen und alle haben geteilt und wie sie das machen und wie sie Marketing machen und soziale Medien. Und Katrin, das war dann so schön, dein Teilen. Und ich kann mich noch erinnern an diesen Moment, auch wo all die jungen Frauen gestaunt haben. Ach, so geht das auch. Man kann einfach mit den Menschen sprechen. Ist ein bisschen altertümlich, aber es geht. Ja. Ja, und ich habe nochmal gedacht, weißt du, wir sind hier am Waldrand, wir sind ja nicht in der Großstadt. Und gestern haben noch spontan 5 Frauen abgesagt und der Raum war voll. Ja. Ja, also es funktioniert sogar. Ja, natürlich. Ja, es war ein sehr, sehr schöner Kreis. Und es waren auch Frauen da, die schon lange da waren und es waren auch neue Frauen da. Und es war eine Frau da, die ich gar nicht kenne und die sich gar nicht angemeldet hatte. Frag mich nicht. Wie hat sie dich wohl gefunden? Das ist ja... Frag mich nicht. Die Welt funktioniert nach dem Resonanzprinzip. Ja, genau. Dass du, weißt du, über all die Jahre diese Tempelarbeit fortführst und auch immer wieder deine eigene Praxis vertiefst. Also wir haben uns auch schon oft getroffen im Masterclass-Training und an anderen Orten. Wie würdest du das beschreiben? Also was ist es denn, was dich ruft? Was ist das, weißt du, was ist dieser Impuls? Woher kommt der? Und was macht denn, dass du deinen Platz so einnimmst in diesem Kreis? Ich habe einfach das Gefühl, dass es genau das ist, was ich lernen möchte, was ich nicht sozusagen selbstverständlich mitbekommen habe, dieses Kontakt zu mir selber zu haben und zu fragen, wer ich denn bin und was das ist in mir, was diese Anbindung hat. Das ist einmal so was ganz, ja, mir fehlt das und ich habe das Gefühl, das ist was insgesamt fehlt und es ist genau das, was diese momentan eine Situation, in der unsere Gesellschaft sich befindet, heilen kann. Genau das, nichts anderes. Also es ist das, was Kriege beendet, es ist das, was Kapitalismus überflüssig macht, es ist das, was Heilung ist. Und manchmal ärgert es mich, dass ich das so wenig kann. Aber dann muss ich wieder auf den Prozess vertrauen. Ja, und indem du das tust, nicht nur über all diese Jahre und das tust, bist du ja ein Teil von der Lösung. Und indem du das tust im Tempelraum und natürlich auch, das ist ja eben das, was wir üben und dann, wie wir das in unsere Leben hineinbringen und das auch zu ehren und zu würdigen für uns, dass das einen Unterschied macht. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe in diesem Jahr also 50-jähriges Therapiejubiläum. Ich bin 50, halbes Jahrhundert zu Therapeuten gelaufen. Ne? Und ich glaube, das ist sozusagen das, was wir im Tempel machen, das ist das, was darüber hinausgeht. Ja. Und ich möchte mich entwickeln. Ja. Das wünsche ich mir auch für mich, dass ich das immer und immer, dass ich dieses Sehnen und diese Freude in mir bewahre, auf dem Weg zu sein. Und dieses Staunen in mir bewahre und diese Offenheit gegenüber dem Leben. Es ist so schön, das zu fühlen in deiner Präsenz. Und ich
Du bist einfach großartig. Ich bedanke mich aus ganzem Herzen für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich habe Rosenblütentee. Ah, so wundervoll. Vielen Dank. Ganz, ganz großen Dank an dich, dass du der Einladung gefolgt bist. Mm. Das ist wirklich ein großes Geschenk für mich. Mm. Ganz schön. Mm. Und für alle Frauen, die da waren. Und für alle Frauen, die kommen werden und Ja. davon profitieren. Ja. Schön, danke. Yeah. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.